Die war immer so gut zu mir. So whatever she wants, then I say yes. Also was auch immer sie will, dann sage ich ja. Well, the thing is, my concepts have gone global now because of her encouragement. Es ist einfach so, dass meine Konzepte weltweit bekannt wurden durch ihr Engagement. She is the greatest world leader ever to influence good. Sie ist die größte World Leader ever, die Gutes getan hat. Okay, Adrian. I can't bend over too well and I don't walk so well. So Adrian this time is going to stay in here with me to put the saddle on. Adrian hilft mir jetzt, den Sattel drauf zu machen. We see. That's new to him. Das ist ganz neu für ihn. And here comes the saddle. Da kommt der Sattel. And we have two girths, one for the breast. Wir haben zwei Gurte, einen für die Brust. Yeah, and this one to go in the front. Breast girth. Machen wir erstmal die Brustgurt. Oh, let's see here. What? It's okay, Adrian. It's okay. Okay. No, you don't need to. You can bring that back in with you when you come. Be nice now. Sei jetzt nett. I'm gonna put the breast girth a little tighter. Ich habe den Brustgurt jetzt ein bisschen enger gemacht. And then we put the belt, the girth on, gurt. Jetzt kommt der Sattelgurt. Yeah. And we see what he says about this. Dann schauen wir mal, was er dazu sagt. Okay. Now go for it. Na, dann brauchen wir ein bisschen. What's he gonna duck? Wollt ihr jetzt rufen? So, we are now about 8 minutes or so. Wir haben jetzt etwa 8 Minuten gearbeitet. Yeah. And we're doing okay. Und das sieht schon ganz gut aus. So we let him feel this. Jetzt soll er das mal fühlen. When I first came to England for the Queen, Als ich das erste Mal nach England zur Queen gekommen bin, about 60% of the horses that I worked with would buck with the first saddle on. haben etwa 60% der Pferde, mit denen ich da gearbeitet habe, mit dem ersten Sattel gebockt. And now it's only about, I don't know, less than 10%, I think. Mittlerweile sind es so etwa weniger sogar als 10%. And why do you think that is? Was denken Sie, woran das liegen kann? Because I get a better trusting relationship before I put the saddle on. Weil ich mehr Vertrauen aufbaue, bevor ich den Sattel auflege. Yeah. I'm going to put it up on the, you could go to the other side, please. What happened? Was ist los? So we're going to put some leather on here Wir machen jetzt hier unten einen Steigbügelriemen fest so that the stirrups stay down. und der hält einfach die Steigbügel unten. You can pick up that line for me, Adrian, please. It's over. Okay, thank you. Okay. Now we are about
14 minutes. Wir haben jetzt etwa 14 Minuten gearbeitet. And he's going very well. Das läuft ganz gut. Oh, yeah. Oh. My name is Malvik. Malvik. Ich heiße Malvik. And I'm going to buck and buck and buck, maybe. Ich werde buckeln. Vielleicht. This is very good. Das ist sehr gut. But I have to tell you, this is the way they go. Aber ich muss Ihnen sagen, so läuft das einfach. As soon as you cause pain to the horse with a lunge whip and all that stuff, then they will buck. Es ist so, in dem Moment, wenn man beginnt mit einer Longierpeitsche dem Pferd Schmerzen zuzufügen, dann fangen die das Buckeln an. And I want you to watch now. This is just a little noseband with this dually halter. Und ich will, dass jetzt mal auf das Dulli-Halfter achten. There's nothing in his mouth. Er hat nichts in seinem Maul. And I just want him to turn with the lightest touch possible. Und ich will, dass er mit ganz, ganz kleinem Druck anfängt zu wenden. Now watch how he'll get lighter and lighter, not heavier. But in the traditional world, they get heavier. Jetzt schauen Sie mal, wie er immer feiner und feiner und feiner wird, während in der traditionellen Arbeitsweise die Pferde oft weniger fein werden. When you come through to my signing stand over there, then you can see my horse at home with the loose reins doing crazy things. Wenn Sie mich nachher an meinem Signierstand besuchen, dann kann ich Ihnen Fotos von meinem Pferd zu Hause zeigen, das am Rosenzügel die verrücktesten Sachen macht. So he's having fun now. There's no pain, no sweat. Keine Schmerzen, kein Schweiß. Oh, look at that. All right, now I want him to stop over on this side over here. Will ich, dass er da drüben mal anhält? Yeah. Just turn away from me. Sich von mir wegdreht? I'll stand still. Und einfach steht. I want him to relax. Soll sich ein bisschen entspannen. And stand still. Stehen. Every time he moves like that, the halter gets smaller. Jedes Mal, wenn er sich so bewegt, wird das Halfter wieder enger. And then when he does the proper thing, the lines get loose. Wenn er das macht, was er soll, dann werden die Longen ganz locker. And the halter is more comfortable. Und dann wird das Halfter wieder ganz angenehm. Training himself. Er trainiert sich quasi selbst. Now I'm going to ask him to rein back a couple of steps. Jetzt frage ich ihn mal, ob er ein paar Schritte rückwärts geht. Wonderful. That's the best way to get the horse in a partnership with you. Das ist die beste Art und Weise, das Pferd zu einem Partner zu machen. In England, when I first did that, everybody said, oh, no, you can't rein the horse back in the early stages. Als ich angefangen habe, das in England zu machen, dann hieß es, oh nein, du kannst die Pferde so früh am Anfang nicht rückwärts richten. They said it causes a horse to stop when you're riding him. Sie haben gesagt, da lernen die Pferde nur anzuhalten, wenn man sie reitet. What do you call that? The horse that stops and won't go forward. Yeah. Was that a question to us? Yeah, what do you call that in German, in Deutsch, when the horse stops and it won't go forward? Well, He stops. we don't really have a word. You mean napping? Napping. Napping. Also das Vorwärtsgehen verweigern. Wir überlegen gerade, ob es da einen festen Ausdruck gibt auf Deutsch, weil in Großbritannien, da gesagt, nennt man sowas Napping, wenn die Pferde stehen und sich nicht mehr vorwärts treiben lassen. Wir in Deutschland haben da gar nicht so einen Ausdruck, aber die Pferde verweigern letztendlich das Vorwärtsgehen, so würden wir das jetzt umschreiben. Da fehlt die Vokabel in Deutsch. But I rein back all my horses at home, and it's about 80,000 horses I've worked with. Ich habe jetzt mit 80.000 Pferden gearbeitet und ich richte meine jungen Pferde immer schon rückwärts am Anfang. I rein them all back on the first day. Und immer am ersten Tag. And I don't have any that nap. Und ich habe noch nie Pferde gehabt, die dann nicht mehr vorwärts gelaufen sind. And that's because they become a partner with you in all directions. Weil sie einfach dein Partner werden und das gilt dann für alle Richtungen. He still has this thing he's been taught to run hard into. Er versucht immer noch, in mich reinzurennen. The traditional halter. Da ist einfach noch so ein altes Verhalten da. Now Adrian is going to just put his weight on the horse
and keep his feet on one side. Adrian wird jetzt nur ein bisschen sein Gewicht auf das Pferd legen und mit beiden Beinen auf einer Seite. And I just have him there for about 5 seconds or Einfach so. nur 5 Sekunden. And then I take him off. Kommt Adrian runter. Hello. I take him off and I relax and walk away. Und dann entspanne ich und laufe weg. Why do I relax and walk away? Warum entspanne ich mich und laufe mit meinem Weg weg? Because all predators, when they go in, they don't relax and walk away. They eat. Weil ein Raubtier das nicht macht. Ein Raubtier, das geht drauf und das frisst. Und das geht nicht weg. This time I put him up and I move his feet. Diesmal bewege ich die Füße des Pferdes, während Adrian oben liegt. Malvik. Moving his feet. Then I take my rider down. Der Reiter Relax. kommt runter. Relax and walk away. Ich entspanne und laufe weg. Don't let him do this walking into you. You have to get the proper halter and school him that he doesn't come into your space. Lassen Sie ihn das nicht machen, so in Ihren Raum einzulaufen. Holen Sie sich das richtige Halfter und das muss er lernen, Ihren. This time I move his feet a little bit Jetzt bewege ich wieder seine Füße. and then I put Adrian's foot in the stirrup Adrian setzt jetzt seinen Fuß in den linken Steigbügel and I let him get on. und dann setzt sich Adrian auf das Pferd. What about that? Was sagst du dazu? He says. So now we are just 20 minutes Wir haben jetzt 20 Minuten gearbeitet. and Malvik is going with his rider. Malvik läuft hier mit seinem ersten Reiter. And you watch this rider too. Schauen Sie mal, was der Reiter macht. He doesn't have a nerve in his body. Er hat keinen einzigen Nerv in seinem Körper. We sent him in to the doctors. Wir haben ihn zum Arzt geschickt They took away all of his nerves. und die haben alle seine Nerven rausgemacht. So he can have a very low pulse rate, So dass sein Puls jetzt ganz, ganz niedrig ist. very low adrenaline levels, Sein Adrenalin ist ganz, ganz weit unten. and horses will synchronize with you. Und die Pferde, die synchronisieren sich mit dir. Yeah, they will go where you go. Die passen sich dir an. I was working with a lady in the north of Germany a couple of days ago. Ich habe neulich vor ein paar Tagen mit einer Dame in Norddeutschland gearbeitet. You can stop there. Adrian kennt man. And we had horses being ridden by the owners. Und die Pferde wurden vom Besitzer geritten. Take a step back, please. Es wird ein Schritt wieder rückwärts gerichtet. Perfect. One more. Noch ein Schritt. Very good. So, this lady came in riding her horse. Kam die Dame also und hat ihr Pferd geritten. It was a Spanish horse, Das war ein spanisches Pferd. very ängstlich. Sehr ängstliches, schreckhaftes Pferd. Yeah. And so this lady said that the problem with her horse was that he was always very nervous. Und die Dame hat gesagt, das Problem bei ihrem Pferd ist, dass es immer so nervös ist. But when she was speaking with me, Als sie mit ihr gesprochen hat, she said, "My horse is very nervous." da hat sie so gesagt, mein Pferd ist total schreckhaft. And I said, "Really?" Wirklich? Yes. Ja, He's very nervous. er ist total schreckhaft. And she was sitting in the saddle, Sie saß im Sattel, just walking, nur im Schritt geritten. but the horse is nervous and she's nervous. Das Pferd war total nervös und sie war total nervös. So I said, "Can you trot him a little bit?" Und ich gefragt, kannst du ein bisschen traben? First thing she did, she jumped up in the saddle, looked over here somewhere, and she had spurs on this long, and and he went trotting away down through the arena. Und die hatte riesen Sporen gehabt, die ist erstmal die ganze Arena runtergetrabt, total angespannt. And she was trying to post to the trot. Rise. Und sie hat versucht, leicht zu traben. And I said, "Just sit down and relax." Ich habe gesagt, setz dich einfach mal hin und entspann dich. She said, "I can't sit down because I had surgery on my hips and I have sore hips." Sie hat gesagt, ich kann nicht aussitzen, weil ich